Ihr Lieben, wir befinden uns mitten im Sturm der Veränderungen, im Feuerwerk der kosmischen Energien und wie es aussieht, wird es auch im April nicht ruhiger werden. Wir hatten passenderweise mit dem Wechsel von Pluto in den Wassermann den stärksten Sonnensturm seit 2015, so eine starke Sonneneruption, sodass direkt kosmische Strahlung zu uns auf die Erde gedrungen ist. Denn dieser Sonnensturm hat einen Riss im Magnetfeld verursacht und unser Erdmagnetfeld, das im Moment sehr schwach ist 24 Stunden lang ausgefallen. Ja, die Sonnenaktivität erhöht sich sehr stark und ist unberechenbar geworden. Immer mehr Sonneneruptionen, starke Sonnenstürme, wie wir im Moment auch wieder einen haben, kommen zu uns zur Erde und beeinflussen uns natürlich auch körperlich. Das heißt, wir können das auch körperlich spüren. Viele haben Schwindel, Kopfweh, nicht geerdet sein, ja fast wackelig auf den Füßen, Konzentrationsstörungen, Watte im Kopf, das Gefühl, nicht im Hier und Jetzt zu sein, Augenprobleme, Ohrendruck, starke Verschleimungen in den Atemwegen, all das kann damit zusammenhängen. Ja, die kosmische Strahlung wirkt auf uns und wir haben im Moment eine sehr anspruchsvolle Zeit für Körper, Geist und Seele. Die Veränderungen des Magnetfelds wirken auf unser Kronenchakra, unsere Zirbeldrüse, sehr viele kosmische Upgrades, hohe Lichtenergien dringen zu uns und verändern uns. Unsere Zirbeldrüse, unsere Epiphyse ist ja unsere Verbindung mit dem Universum und all das hängt ja mit der starken Bewusstseinserhöhung, die wir zurzeit haben, zusammen. Lasst die Energien fließen. Sie verändern uns auf tiefster Ebene. Und ja, es kann uns auch emotional ziemlich durcheinanderwirbeln. Viele Turbulenzen finden derzeit überall auf der Welt statt. Viele Menschen sind emotional außer Rand und Band, wie wir wissen. Und ja, das ist das Marsjahr, die Veränderungen, die wir spüren, auch die Wut, die bei vielen hochkommt durch all die Täuschungen, die wir erfahren haben in den letzten Jahren. Und trotz allem müssen wir in unserer Ruhe, in unserer Mitte bleiben. Und auch die atmosphärischen Energien verändern sich sehr stark. Ich hatte darüber ja schon mal gesprochen in einem Video. Wir haben ja die Umkehr der Tages- und Nachtenergien und die Turbulenzen dieser Energien werden im Moment immer stärker. Es ist wie eine wilde Achterbahnfahrt, wie ein Trigger für die Nerven und Zellen, eine ständige Anspannung, Verspannungen. Das heißt, wir können auch nachts nicht richtig schlafen. Wir schlafen sehr oberflächlich. Wir haben einen oberflächlichen Alpha-Schlaf mit intensiven Träumen, wo sich auch vieles nochmal zeigt. Oder wenn mal viele meinen, dass sie tief schlafen, dann ist das oft auch ein Erschöpfungsschlaf. Tagsüber haben wir die Energien, die stark absinken. Das heißt, wir sind müde, erschöpft und es fühlt sich an, als würden wir mit angezogener Handbremse durch die Gegend laufen.
Also man muss sich wirklich anstrengen, die alten Gewohnheiten aufrechtzuerhalten, was fast nicht mehr möglich ist. Und ja, auch starke Entgiftung zeigt sich. Magen-Darm-Probleme, all das hängt damit zusammen und wir müssen unseren Körper derzeit sehr stark unterstützen, zum Beispiel bei dieser Entgiftung, indem wir viel Wasser trinken, indem wir ihm so viel wie möglich Vitalstoffe, Vitamine zuführen, einfach damit er genügend Ressourcen hat. Denn unser Körper weiß, wie er sich anpasst. Wir müssen nur unseren Geist zur Ruhe bringen, so viel wie möglich in die Natur gehen, die Informationen vom Außen abschalten. Unser Hirn ist wirklich dankbar, wenn es mal nicht denken muss. Und ja, auch die Schumann-Resonanz hat ein völlig verändertes Resonanzverhalten. Das heißt, wir haben starke Ausschläge, starke Dissonanz, abwechselnd mit Auflösungserscheinungen. Wir verlieren immer mehr die Resonanz zum Alten, was uns auch beim Loslassen unterstützt. Der Bezug zum Alten fällt immer mehr weg und ja, das Alte wird sich immer mehr auflösen. Unsere gesamte Erde unterliegt starken elektromagnetischen Umwälzungen. Unser Erdkern hat sich verschoben, die Erdrotation hat letztens zum Beispiel stark abgebremst über mehrere Tage. Im Moment beschleunigt sie sich wieder. Alles verändert sich und gerade das wirkt ja auch Druck auf die tektonischen Platten aus. Das heißt, wir haben vermehrt Erdbeben, eine starke Zunahme der Vulkanaktivität, Wetteraberrationen. Alles verändert sich auf dieser Welt, aber auch wir verändern uns, denn wir sind Kinder dieser Erde. Das heißt, der Erdkern besteht aus flüssigem Lava und aus Eisen und auch wir haben Magnetitkristalle in unserer Zirbeldrüse. Das heißt, all das wirkt sich auch auf den psychisch-geistigen Bereich bei uns aus. Man hat es festgestellt bei Raumfahrtpiloten, die ja auch einem anderen Einfluss von Magnetfeldern ausgesetzt waren, dass die sich verändert haben hin zur Spiritualität, zur Telepathie, zur Verbindung mit dem großen Ganzen. Und man weiß das auch von Forschungen in Sibirien, wo immer schon ein schwaches Magnetfeld ist, dass die Menschen dort viel hellsichtiger, viel spiritueller sind. Ja, es ist ein Prozess der Reinigung, der Anpassung, der jetzt stattfindet. Und es ist, als würde sich das Ganze zuspitzen, verstärken, als ob sich das auf etwas Größeres zubewegt. Vielleicht der Polsprung, man weiß es nicht, wann er kommt, aber wir sind eben mitten in dieser Übergangszeit und es ist jetzt ganz wichtig, dass wir uns immer wieder erden, dass wir in unserer Mitte bleiben, dass wir so viel wie möglich in die Natur gehen, das Gedankenkarussell ausschalten, uns nicht auf das Negative, das passiert, konzentrieren, denn ja, wie gesagt, die Emotionen kochen jetzt überall auf der Welt hoch, nicht auf die negativen Nachrichten. Wir müssen ein ganz klares Bild vom Neuen in unserem Kopf haben, denn durch die Schumann-Resonanz, durch die wegfallende Resonanz vom Alten ist es wichtig, dass wir uns ganz klar auf das Neue ausrichten. Also atmen
erden, vertrauen, in unserer Mitte bleiben. Das ist jetzt wirklich die größte Herausforderung, aber es ist wichtig. Es ist wichtig, im Mut und in unserem Selbstvertrauen zu bleiben für alles, was jetzt auf uns zukommt. Wir brauchen unser Urvertrauen und vor allem das Miteinander von Gleichgesinnten. Es sind die Seelen, die gleich schwingen, die sich jetzt finden. Ja, wir gehen gemeinsam weiter. Und es gibt einen schönen Spruch, den ich euch noch mitgeben möchte. Gerade als die Raupe dachte, die Welt wäre zu Ende, wurde sie zum Schmetterling. Bleiben wir im Vertrauen, das Alte löst sich immer mehr auf, wir verlieren immer mehr die Resonanz zum Alten, was uns auch das Loslassen erleichtert, die alten Gewohnheiten, unser normaler Tagesablauf ist so eigentlich nicht mehr möglich und wir müssen uns einfach daran anpassen. Wir wissen nicht, wie lange es dauert, wie es sich zuspitzt. Es ist das Neue, unser Körper passt sich an, er weiß, wie das geht und wir erfahren, wie gesagt, eine ganz, ganz starke Erhöhung unseres Bewusstseins, des Bewusstseins, der Verbindung mit allem. Und ja, um noch darauf einzugehen, die Tiere spüren natürlich all das auch. Das wirkt auch auf sie. Das heißt, auch sie können Verhaltensveränderungen, sie können all die Symptome zeigen, nur dass ihr das wisst. Denn wir haben im Moment auch oder seit einiger Zeit auch ein seltsames Verhalten bei Wildtieren auf der ganzen Welt, was beobachtet wird, zum Beispiel diese seltsamen Kreisbewegungen und so weiter. Also ja, die Veränderung des Magnetfelds, der kosmischen Strahlung, des Erdkerns wirkt auf die Natur und auf alle lebenden Systeme. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen April.